I'm super delighted that we can continue our infinite conversations with Alexander Kluge here. Alexander has been one of the great inspirations of my life. We met 25 years ago and have been working on many exhibitions. But today, Alexander wanted to talk about philosophy, and he wanted to talk about the importance of philosophy at this moment in time. In a new book, he talked about die einzige Verlässlichkeit in zerrissener Zeit beruht auf der Beobachtung, dass auch die kriegerische Macht stolpert. Also die Idee of us living in a very fragmented time, in a very torn time, and what role philosophy can play in that time. And yesterday, actually, Alexander told us that he thinks that in this current moment, philosophy is becoming young again. But before that, we're gonna, I think, see also a film, and Alexander will say a few things about that. And we decided to do this conversation in German because it will be a conversation with a lot of philosophical terminology, but you will have a live translation, actually, I think, with subtitles. Also Alexander, nochmal ein herzliches Willkommen, a very warm welcome to Alexander Kluge. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch erfahren können, und du wolltest ja als Einführung noch was zu dem Film sagen. I apologize that I later will talk in German with translation, in English, but it's too difficult to talk on philosophy, not in their own language. You see, and some of these things we have to discuss are new. The KI is new. The digitality, and on the other hand, philosophy has to become young. We cannot repeat old ancient philosophy. We have to install a philosophy, an orientation in thinking, a meteorology of thinking, according to the storm, the digital storms, the digital clouds, Look, in the Bible, you have raining down the Sintflut, and then you had the Ark of Noah, I come back to this, and now we don't have such things. If the clouds of digitality rain down, and we have stormy weather, we have to establish a philosophy which answers to that, I will talk in German, and first I wanted to have a greeting to you, with a very short film, on philosophy and the slowness of thinking. You see a picture of 1559, from a Netherlands printer, Kupferstecher, and he made a picture of 4 ancient philosophers of ancient Greece, which ride on Schildkröten. Was heißt das? Schildkröte. Schildkröte, turtle? Is it turtle? On a turtle. Yeah. You see, the turtle is not very fast, you see? And this is a way of thinking, going slowly but continuously. Wenn man diesen Film Triumph of Slowness, in an accelerated time. First picture you saw, this is original, 400 years old. And these are
KI pictures. Vielleicht können wir beginnen mit dieser Idee, dass der Fortschritt der Gedanken langsam ist. The progress of ideas is slow. Aber die Zeit, the narrator reality, ja, die Erzählerwirklichkeit, ist äußerst schnell. Sie haben in einer Woche wird ein Staatspräsident entführt, in der nächsten Woche Grönland annektiert, in der dritten Woche passiert wieder etwas Neues. Das heißt, es geht sehr schnell. Und hinter diesen Ereignissen der Aktualität stecken ganz starke Complexities auf Zufall, also Of chance. Zufallswolken. Ja? Und Clouds of chance. mit dieser komplexen Wirklichkeit müssen wir umgehen und das verjüngt die Philosophie. Ich merke, auch bei den Konservativen in den USA, ja, nicht, dass ein neuer Lust an Fragestellungen entsteht. Je größer die Probleme, je mehr die Lust, auf sie zu antworten. Das ist Philosophie. Und Philosophie hat ja oft die Technologie auch adressiert, von Heideggers Frage zur Technologie bis zu Bernhard Stiegler. Kannst du vielleicht noch ein bisschen dazu was sagen? Wie kann die Philosophie heute diese extrem rasanten technologischen Entwicklungen adressieren? Also ich kann da nur persönlich zunächst dir antworten. Das heißt, ich arbeite mit Bildern und einer Digitalität, einer AI, die spezialisiert ist auf Bilder zu analysieren und zu kommentieren, und sie wirkt wie eine virtuelle Kamera. Meine normale Filmkamera kann immer nur aufnehmen, was vor ihr steht, den Indikativ. Was im Nachbarzimmer ist, was früher war und was möglich ist, kann sie nicht wissen. Trotzdem überrascht mich meine klassische Filmkamera, dass sie etwas aufgenommen hat und ich sehe erst am Schneidetisch, ja, dass ich es nicht gesehen habe beim Drehen. Das heißt, das Werkzeug ist klüger als der Autor. Ich achte diese Instrumente, dann achten sie mich auch. Und das ist bei der KI-Kamera, ja, die ist natürlich komplizierter, ähnlich. Ich bin verblüfft, was dieses Instrument, von dem ich nicht weiß, ob es intelligent ist. Ich weiß aber, dass es ein eifriger Buchhalter der Einzelheiten ist. Und diese Einzelheiten sind 8 Milliarden Daten, die ich in meinem Kopf nicht habe. Und darin sucht sie. Wenn ich jetzt ihr Programm nehme, dann kriege ich, also das sie gelernt hat, das hat sie von Menschen gelernt, ja, von Gründern in Silicon Valley, ja, dann würde sie mir im Grunde das bringen, was die Börse, der Mainstream, die Werbung, die Hauptsachen, sie würde wie ein Medium funktionieren. Wenn ich das aber störe und ihr Fragen stelle, die sie nicht kennt in ihrem Programm, dann antwortet sie brillant und überrascht mich. Ich habe ihr meinetwegen eingegeben die Freiheitsstatue in New York als Bild und habe ihr gesagt, sie soll das nach Fernost versetzen. Und da hat sie es bei ihren 8 Milliarden Daten nicht gefunden. Die machen andere Bilder, um Freiheit darzustellen, oder sie haben es nicht. Und dann hat sie in ihrer Not mir gezeigt, eine Frau mit einem Torch, also mit einer Fackel und asiatisches Gesicht und Kleidung. Und die andere Hand feuert auch. Nun kennen Sie alle diesen Ausdruck in Deutsch, dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
Das sagt mancher Politiker, das sagt mancher Unternehmer, aber er legt seine Hand nicht ins Feuer. Ja. Die Geschichte und der Spruch geht auf eine alte römische Geschichte zurück, die ich der KI nicht gesagt habe, nämlich Mutius Scaevola, ein Idol Roms, der vor dem Tyrannen Porsenna sagt, er ist gefangen, ja, genommen worden. Er wollte den Porsenna töten. Und dieser Freiheitskämpfer von Rom sagt, legt seine Hand tatsächlich ins Feuer und sagt, ich verbrenne meine Hand, aber ich gebe die Freiheit nicht auf. Das ist eine berühmte Geschichte. In der Französischen Revolution hat der David, der Maler, ja, etwa 80 Skizzen gemacht über dieses Idol. Und sie hat dies erfunden, ich habe es ihr nicht vorgesagt. Das finde ich interessant und hat mich überrascht. Ja? Und das ist nur ein Beispiel, ich könnte Ihnen viele Beispiele sagen, ja? Die Zeiten überbrücken. Bilder von vor 400 Jahren oder vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren neu kommentieren und jetzt sehe ich etwas, was ich nicht gesehen habe in diesen Bildern, was meine Kinder nicht sehen, die sagen, was ist das für ein altes Bild. Ja? Nein, das ist viel Erfahrung darin. Und diese Erfahrung urbar zu machen und durch die Zeiten zu versetzen, ja? Das ist etwas, was die Poetik kann. Ja? Und du hast gestern mir auch gesagt, dass die Irrwege wichtig sind. Ja. Kannst du dazu was sagen? Also Irrwege. Das habe ich zu dir als Pointe gesagt. Die Irrtümer dieser KI sind noch besser als manche Einsichten von uns. Ja? Und insofern, wenn wir kollegial, freundschaftlich, gastfreundlich mit diesem Alien-KI umgehen, ja, dann wird er auch freundlich zu uns sein können. Aber das sind zwei Probleme, die wir hier heute besprechen. Das eine ist das Prinzip einer digitalisierten Gesellschaft. Und das ist niemals nur die AI alleine, sondern das ist die von Start-ups, von Unternehmern, von Cäsaren, von Silicon Valley in Gang gesetzte, ja, Technik. Ja? Und umgekehrt beeinflusst sie natürlich auch, denn das Netz mit der Fülle von Daten, mit einer ungeheuren Partizipation der Menschen, ja, das ist eine neue Öffentlichkeit. Und wie gesagt, auf diese Herausforderung zu antworten, dafür ist eine moderne Philosophie da. Und was ist Philosophie? Sie ist Orientierung, dass ich mich zurechtfinde. Ja? Da geht die Sonne auf, da geht die Sonne unter. Rechte Hand, linke Hand. So fängt Immanuel Kant an. Wie orientiert man sich im Denken? Ja? Und er kommt dann zum Schluss dahin, wie man Gesellschaften vom Bürgerkrieg abhält, ja? Wie man Kriege beendet. Das heißt, ich komme zu komplexen Fragen, wenn ich die einfachen auch stelle. Das ist Orientierung. Und das Zweite ist, die Vernunft und das Denken ist ein Balancetier. Es geht um Balancen. Sehen Sie, im Ohr, unser menschliches Ohr war einmal früher in der Evolution vor 20 Millionen Jahren, war das der Unterkiefer einer Schlange, ein Knochen. Mit dem Knochen hörte sie, ob nachts die Beute kommt. Sie muss einmal eine Beute haben im Jahr, sonst verhungert sie. Und ihre Augen sind schlecht und in der Nacht sieht man sowieso nichts. Und dieses Ohr ist gewandert im Laufe der Zeit, ja, sind 3 Knöchelchen geworden und sind jetzt in unserem Innenohr Knöchelchen. Und dieses Ohrknöchelchen ermöglicht, dass wir 3 Sachen oder 4 Sachen können. Musik hören, Sprache verstehen und das Gleichgewicht halten. Ja? Und außerdem noch Zwischentöne in der Kommunikation unterscheiden, ob etwas freundlich, hassvoll, also
Ein Auge kann man täuschen, ein Ohr sehr schwer täuschen. Das Ohr meiner Großmutter konnte niemand täuschen. Die hörte, wenn ich lüge. Ja? Und diese Fähigkeiten des Ohrs, das ist Philosophie. Und nehmen Sie das Zweite, nehmen Sie unsere Hand. Ja? Und dann haben wir eine Fingerspitze. Und die ist in der Erotik etwas sehr Schönes, wenn man streichelt. Sie ist aber auch für Instrumente gut. Und ein Arzt, ja, hat einen Teil seiner Intelligenz hier, sodass Sie sagen können, wir haben nicht nur ein Hirn, ja, sondern wir haben eine Hand und wir haben ein Ohr und wir haben noch einen Atem. Und diese Republik der Tiere in uns ist ungeheuer alt. Und das ist der Unterschied zwischen dieser Intelligenz, die Gleichgewichte zwischen Emotion und Sachlichkeit herstellen kann, zwischen objektiv und subjektiv, zwischen dem einen, also den anderen Menschen und mir. Und das ist Philosophie. Und das kann die KI nicht von selbst. Sie ist nicht so alt. Vielleicht, wenn sie so alt sein wird wie wir, ja, als Lebewesen, dann wird sie uns gleich sein. Sie kann aber anderes, was wir nicht können. Und wenn Sie sich einen Harvard-Studenten, aber auch einen Menschen mit Mutterwitz aus der Vorstadt vorstellen im nächsten Jahrhundert, dann hat er vielleicht hier hinten einen Computer und trägt das Wissen der Welt, ja, nicht in seinem Nacken, wie ein Rucksack. Und das wird nicht mal verdrahtet. Das muss man gar nicht. Ja? Denn ein Hirnphysiologe, ja, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung, Professor Singer, hat mir gesagt, das geht alles indirekt. Der auf DLD ist, Professor Singer ist hier, ja. Ja. Ist hier? Ja, ist hier, ja. Das ist einer der größten Meister, die ich kenne. Ja? Und der kann einem erklären. Wolf ja? Singer. Ja. Und das ist das Schöne an der DLD, Frau Czerny, ja? Dass Sie seit 20 Jahren oder mehr, ja, nicht, diese Dinge zusammenbringt. Ja? Und das ist der Kern, sowohl für die Digitalität wie für uns, dass wir Zusammenhänge bilden, dass wir nicht sagen, die Opern gehören in die Opernhäuser, ja? Die Wissenschaft gehört in die wissenschaftlichen Akademien und die Universitäten und die Poetik in die Bücher. Nein, sie gehören zusammen. Ja? Das Zusammenbringen, du hast ja oft auch gesagt, wir brauchen neue Konstellationen. Und das führt zu meiner letzten Frage heute Morgen. Die Frage auch, wie in unserem fragmentierten Zeitalter es wieder wichtig ist, in unserer polarisierten Zeit Dinge zusammenzubringen, ist ja ganz essentiell. Und wir haben ja zusammengearbeitet an diesem Thema des neuen Universalismus, ein nicht westernzentrischer Begriff des Universalismus, und besonders auch fokussiert auf Suleiman Bachar-Diagne. In diesem Projekt in Venedig mit Berggrün hast du über Suleiman Bachar-Diagne gesprochen und er bringt ja Übersetzung, Logik, Mathematik, Epistemologie, alles zusammen. Und diese Idee, was ist in der Philosophie heute ein neuer Universalismus? Also in der Philosophie gibt es viele neue Umgänge, ja? Und sie muss im Grunde Unterscheidungsvermögen haben. Ja? Also wenn ich habe Musik, die Sprachen, die Welt der Bilder und die Mathematik. Das sind 4 Ausdrucksformen. Der Kosmos hört auf die Mathematik. Der hört nicht auf unsere Sprache. Ja? Wir können die Sterne nennen großer Bär, aber das wird kein Bär. Ja? Aber die Mathematik, die kann damit umgehen. Die kann auch mit der Mikrowelt umgehen, ja? Mit der Plancklänge, ja? Mit den Quanten. Und das ist eine Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit, die ist außer uns. Ja? Dafür haben wir die Sinne gar nicht. Ja? Und wenn wir das akzeptieren, dass es etwas anderes gibt, dann sind wir kooperativ. Und so sind wir es auch untereinander. Und ich bin so froh, mit dir zusammenzuarbeiten. Das machen wir das ganze Jahr über. Ja? Und wir haben schon, Frau Czerny, ja, seit Jahren zusammengearbeitet. Und diese Kooperation ist die Gegenwaffe gegen die bloß verwaltete Digitalität. Aber die Digitalität selber
ist eine große neue, ein Tool, ja, von großer Brillanz und übrigens auch von Menschen gemacht. Ja? Und wenn wir zusammenarbeiten mit der KI und das Werkzeug so ernst nehmen, wie wir uns selbst ernst nehmen, ja, dann haben wir ein Gleichgewicht. Ja? Es gibt der Philosoph Serre, Michel Serre, ein großer Franzose, ja, der hat gesagt, es gibt ein Menschenrecht der Dinge. Es gibt ein Menschenrecht der Werkzeuge. Es gibt ein Menschenrecht für Menschen. Ja, das ist ungefähr. Und die Grundfrage heißt, auf was kann ich mich verlassen? Das ist die Grundfrage der Philosophie. Und ich verlasse mich zum Beispiel nicht darauf, dass eine KI von deren Erfindern richtig verwaltet wird. Da mag mancher persönlicher Ehrgeiz sein, da mag ein Irrtum sein bei Menschen, ja, nicht von Gründern. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Da verlasse ich mich auf, dass wir so alt sind, dass wir in uns, ja, Verlässlichkeiten tragen in einem Körper, ja, der lebendig ist. Also wir können auf Lebendigkeit vertrauen. Und die Lebendigkeit können wir wiedererkennen, ja, auch in der Natur, ja, im Kosmos, in winzigen kleinen, ja, also Plancklänge, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie klein die ist. Und die existiert. Ja. Also ein Alien auf Plancklänge könnte durch den Kopf des amerikanischen Präsidenten durchreisen und er würde es nicht merken. Ja. Ich zeige Ihnen noch als Abschied sozusagen, ja, einen Film über Verlässlichkeit und der heißt Die Leuchtkraft von Hand, Kosmos und Denken. Bevor wir den Film sehen, wollte ich noch darauf hinweisen, weil du hast über Lebendigkeit gesprochen, dass es hier in München eine absolut faszinierende, großartige Installation gibt von Alexander Kluge im Lehmbach-Haus, organisiert von Matthias Mühling. Und ich empfehle Ihnen allen, heute nach der LD am Nachmittag ins Lehmbach-Haus zu gehen und diese Installation von Alexander Kluge sich anzusehen, Zeit damit zu verbringen, weil da geht es auch um Lebendigkeit. Du sprichst von diesen 6 Elementen der Lebendigkeit, von Vividness, Lebendigkeit, Anschaulichkeit, Plastizität, Bildhaftigkeit, Leuchtkraft. Vividness, ja. Vividness, das ist das Idol, ja. Den Film. This is a tarot card, yeah? It's a pending. And the hand at right is from Georg Baselitz, the famous painter.
the hand, and the tiptoes are the second brain and have to do with labor. Großer Applaus für Alexander Kluge. Tausend Dank. Was? Das war großartig.